Hi, du hörst den Podcast Writer Statement mit Stefanie Rehn. und Vittorio Musaki. Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und heute haben wir eine Special-Folge für euch. Wir sprechen nämlich heute über Anekdoten aus unserem Berufsalltag. Ich bin jetzt ganz gespannt, was kommt. Und wir werden einfach so ein bisschen teilen, was wir so erlebt haben. Im Guten wie im Schlechten, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wir arbeiten in so einer crazy Branche, Mhm. die so immer wieder neue Menschen zusammenbringt, die sich irgendwie zusammenfinden müssen, die in teilweise absurden Arbeitszeiten unter enormem Druck arbeiten. Ja, da gibt's manchmal schon so Situationen, die Anekdoten auch für mich geworden sind. Hast du da irgendwas, was du gerne teilen möchtest schon mal? Also, wenn du jetzt anfängst mit Druck und besondere Person und so, dann fallen mir sehr viele Situationen tatsächlich ein. Aber eine ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil das erste und einzige Mal in meiner Karriere war, dass ich vor einem Auftraggeber oder überhaupt vor jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, geweint habe. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der so Gefühle ganz gut zurückhalten kann in Situationen, wo man denkt, so jetzt atme mal kurz durch und dann kannst du es später zu Hause rauslassen, aber jetzt ist hier nicht der Ort dafür. Aber es war eben so eine Situation, wo ich seit Monaten unter enormem Druck stand. Der Dreh stand kurz bevor und ich hatte wirklich Tag und Nacht durchgearbeitet an den Wochenenden, damit ich das Drehbuch zum Funktionieren bringe. Und dann gab es eine spontan Drehbuchbesprechung tatsächlich, wo die Regie ganz kurz nur was sagen sollte zum Drehbuch. Und dann fing der Satz irgendwie, dann sind wir in diesen Raum gegangen, die Produktion war auch mit dabei und dann fing der Satz von der Regie schon an, wie: „Ich habe es jetzt versucht, in der U-Bahn zu lesen, aber die Seiten kleben.“ Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was damit gemeint war. Ich dachte so: „Du hast es ausgedruckt und es dann geklebt oder was ist los?“ Und bis ich dann irgendwann verstanden habe, ne, gemeint war, es las sich so schwerfällig, Oh, wow. dass die Seiten klebten und das Bedürfnis umzublättern quasi nicht gegeben war. Oh, das ist ja aber auch genauso klebrig auch noch dargestellt, also auch für die Person selbst. Kann man das nicht einfach ganz deutlich sagen? Ich glaube auch da, das habe ich aber auch erst im Nachhinein verstanden, dass die Regie selber auch unter enormem Druck stand und ich glaube auch einfach nicht Zeit hatte, das richtig zu lesen und auch gar kein richtiges Feedback geben konnte. Und dann fiel halt dieser seltsame Satz und dann waren wir alle so ein bisschen irritiert. Was bedeutet es denn? Und vor allem war es ja auch so, dass mir auch bewusst war, das ist jetzt noch nicht das drehfertige Drehbuch, sondern es war jetzt eine Zwischenfassung. Wir brauchen ganz kurz einfach nur Feedback, wie das und das funktioniert oder was da und da dazu gedacht wird. Und das gab es aber nicht und dann wurde immer mehr drauf eingedrescht und es war aber auch, die Regie war dann so: „Ich muss jetzt aber weiter.“ Das war 5 Minuten, also es war wirklich 5 Minuten Feedback zu gefühlt zwischen Tür und Angel mit der Ansage, die Seiten kleben. Und ich halt irgendwie, die sich seit Monaten Tag und Nacht da irgendwie durch rumschläft, kaum schläft, irgendwie nur zu Hause ist, um, einmal kurz ins Bett zu gehen, zu duschen und dann wieder abzuhauen, zur Arbeit zu gehen. Das war auf jeden Fall für mich einfach, habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt gerade too No. much. Und da bin ich irgendwie so um die Ecke gegangen und dann war wirklich so das erste Mal, dass ich mich in so einem Arbeitsrahmen nicht mehr zusammenreißen konnte und einfach die Tränen kamen. Das war dann noch auch in der Situation, da war es zwar noch Covid und wir mussten alle Masken tragen und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie geheult und dann kam der Produzent, weil der natürlich auch gemerkt hat, dass das gerade nicht gut gelaufen ist. Also, hast du vor allen geweint oder hast du Ne, dich ich bin versteckt? dann genau, ich habe mich dann versteckt und dann kam der Produzent hinterher und ich habe versucht, mich dann wieder zu fangen, dass er das nicht so mitkriegt, habe mich so hinter der Maske versteckt.
Aber ging natürlich nicht, weil er dann angefangen hat, irgendwie zu sagen, das war jetzt gerade sehr unglücklich und bla bla. Und ich finde immer, sobald mir dann jemand Empathie auch noch entgegenbringt, Weint man noch mehr, dann ne? ist es dann noch mehr so. Weil wenn er jetzt irgendwie zu mir gesagt hat, jetzt reicht es mal zusammen oder so, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch zusammengerissen. Aber dadurch, dass er halt so verständnisvoll war, floss es dann erst recht. Und dann war auch noch Covid. Er meinte so, oh, ich würde jetzt gerne trösten, aber es geht nicht. Wir müssen Abstand halten und Masken Oh tragen und so. nein. Und dann hatten wir aber, was dann folgte, war ein sehr gutes Gespräch, nämlich darüber, unter welchem Druck wir hier stehen, welche Arbeit ich dann tatsächlich auch leiste, dass es mal auch mal gewürdigt wird. Und weil sowas ja auch ganz selten passiert in so einer Maschinerie, wenn dann alles läuft und so ein Druck und einfach nur erwartet wird, dass du funktionierst. Und dass dann auch eben mal ein Verständnis dafür da ist und irgendwie geguckt wird, was können wir verbessern, wie können wir irgendwie hinkriegen, dass es dir besser geht. Und das wurde dann tatsächlich auch direkt dann am nächsten Tag schon umgesetzt und habe dann gemerkt, vielleicht war das gar nicht so klug, in den früheren Situationen meine Emotionen immer so krass zu verstecken und irgendwie so gefühlt professionell wirken zu wollen. Er hatte das dann auch jemandem erzählt, er meinte, wie unprofessionell, dass du vor deinem Auftraggeber weinst. Und ich mir dann nur so dachte, nee, oder auch gesagt habe, nee, irgendwie finde ich gut, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, die Leute müssen auch ab und an mal wissen, welcher Druck da herrscht und unter welchem Druck man steht. Weil wenn man immer nur so tut, und das habe ich halt versucht, nee, ist schon alles gut, ich kriege das schon alles hin, dann wird man halt vielleicht dann auch noch überladen damit, weil die denken, naja, der Steffi, der geht's ja gut, die kriegt das ja hin. Und in Wahrheit halt eben nicht. Und das hat mich gelehrt, dass ich auch mal Schwäche zeigen darf an Punkten, wo es auch okay ist so und wo man auch mal kurz zusammenbrechen darf, weil sich tatsächlich dann danach die Bedingungen für mich dann auch gebessert haben. Also das war für mich ein erstmal negatives Erlebnis, was sich dann aber in was Positives gedreht hat. Oh, was für ein schönes Learning. Genau, das war so meine Anekdote, die mir jetzt wirklich als allererstes in den Kopf kam, als du so über Druck geredet hast und diese ganzen verrückten Abläufe und auch Persönlichkeiten, auf die man ja auch so trifft. Hast du denn auch irgendwie eine Geschichte, die da so ein bisschen drauf aufbaut oder auch was ganz anderes, worüber du gerade so nachdenkst? Also, wenn wir schon mal beim Weinen sind, dann erzähle ich natürlich eine Set-Erfahrung, wo ich geweint habe. Das war also ziemlich krasse Bedingungen, natürlich ziemlich wenig Geld und das war ein Dreh noch vor Covid glücklicherweise. Und ich weiß noch, wir kamen da an und wir mussten eine Straße sperren. Das war auch noch in einem Wohngebiet, was extrem kompliziert ist, weil du musst immer darauf achten, muss jemand raus, muss jemand rein, dann musst du immer unterbrechen, wenn was passiert. Und wir kamen an, natürlich mit Sprintern und allem und es hat geregnet wie sonst was. Also, du konntest nichts vorbereiten, du konntest keine Technik rausholen, das Szenenbild konnte nicht anfangen. Wir konnten nicht mal irgendwo proben, weil wir standen einfach nur draußen. Und dadurch hatten wir schon relativ viel Zeit verloren. Und es war auch so, dass Regie und Szenenbild sehr verstritten waren und ich da immer ich war da in 'ner anderen Position, ich war in der Produktion tätig da und ich musste da immer sehr viel so ausloten und gucken, okay, wie kriegt man diese Leute wieder zusammen? Wie schaffen die's, dass sie trotz der ganzen Strapazen und dass die sich vielleicht auch gar nicht mögen, so, was gar nichts am Set zu suchen hat, dass sie trotzdem zumindest gute Arbeit leisten können. Das heißt, da war schon enorm viel Druck. Und irgendwann, als es aufgehört hat zu regnen, hatten wir sehr viel Zeit verloren und wir fingen dann an, alles aufzubauen und es stand irgendwann alles und dann gab's Ärger, weil eine Requisite gefehlt hat, dann sollte die geholt werden, dann gab's enorm lange Diskussionen, wir haben noch mehr Zeit verloren. Also, wir waren an dem Tag extrem unter Druck und dann auch noch in 'nem Wohngebiet mit Absperrzeiten, die wir auch einhalten mussten. Und dann standen wir vor 'nem Haus und der Cast saß da und wir waren in den Proben und es fing irgendwie so an zu laufen und wir dachten: „Okay, vielleicht kriegen wir's irgendwie noch geschafft, zumindest nicht mit zu viel Verzug.“ Und dann kam so 'n großer, alter, schlachsiger Mann. Der kam so stand plötzlich mitten im Set. Es war wirklich wie, als ob wir in 'nem Studio sind und da taucht 'n viel zu großer Typ auf für das Studio und steht da plötzlich wie so 'n Gott mitten im Raum,
guckt sich so ganz echauffiert um. Also der hat sich wirklich so ganz theatralisch nach links und rechts bewegt und seine Arme so mit seinen Einkaufstüten war so ganz einfach echauffiert, so mit seiner Bewegung, mit seinem Gesicht. Es war einfach so, du hast gemerkt, er explodiert gleich. Was ist das hier? Was ist das hier? Und alle waren so erstarrt und Fidore, du musst kommen. Ich natürlich, okay, was ist hier los? Was macht ihr hier? So, ja, wir drehen. Da wohne ich. Weg. Ihr müsst jetzt sofort weg. Das wird hier unterbrochen. Ich habe hier keine Ahnung, was ihr hier macht. Ich so, naja, wir haben ja Sachen ausgehangen, also ne, eine Info. Die haben sie schon 2 oder 4 Wochen vorher schon bekommen. Ich habe hier nichts bekommen. Ich so, fuck. Dann habe ich erfahren, dass die Aufnahmeleitung vergessen hat, diese Aushänge zu machen. Oh nein. Oh nein. Er ins Haus rein, knallt die Tür zu. Wir haben das ganze Team irgendwie beiseite geholt und hatten dann so eine Krisensitzung mit dem Regisseur und dachten, fuck, wie machen wir denn jetzt weiter? Wir haben da noch einen nächsten Drehtag. Wir haben heute schon nicht so viel geschafft und Zeit verloren. Der scheiß Regen, die Requisite, die gefehlt hat und diese ganzen einfach auch so Anspannung untereinander. Wie machen wir das jetzt? Und ich weiß noch, dass der Regisseur meinte, geh noch mal klingeln und biete ihm 300 Euro an. Und ich so, Ich habe die ganze Zeit so überlegt und dachte so, ich habe den Typen ja gesehen, weiß ich nicht so recht. Und wenn er dann sagt, 300 Euro sind zu wenig, biete ihm 500 an. Ich so, okay. Also das war so lustig, weil diese ganze Crew von so 20 bis 30 Leuten war halt so auf einem Haufen getummelt, so als ob irgendwie der Wolf kommt und alle Häschen sich zusammentun, um sich zu verstecken. Aber eigentlich sieht man sie die ganze Zeit und alle waren echt so, wie machen wir jetzt weiter? Und ich gehe dann so meinen Weg zum Henker sozusagen und mache mir Gedanken so, was biete ich dem jetzt an? Der wird doch nicht mit 300 oder 500 Euro zufrieden sein. Und dann dachte ich, nee, das ist kein Mensch, der Geld will. Das ist ein Mensch, der ist irgendwie, fühlt er sich so bedrängt in seiner Privatsphäre, zu Recht auch, aber der eben auch sehr cholerisch war, womit du auch irgendwie umgehen musst. Und ich dachte, da bringt kein Geld was. Ich muss ein paar Tränen irgendwie vergießen. Ich muss weinen. Nur so ein bisschen, das reicht. Und ich klingel, er macht die Tür nicht auf. Ich klopfe, er macht nicht auf. Ich klingel, auf einmal höre ich so wirklich wom, 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 laute Schritte. Und der kommt so, also halt so ein 2-Meter-Typ, so halb gebeugt und guckt mich nicht an. Er macht die Tür auf und guckt mich dabei nicht an. Was? Und ich so, fuck. Was soll ich ihm jetzt sagen, wenn er mich schon mit was begrüßt? Und dann habe ich irgendwie gestammelt und war so, ich bin so unter Druck, ich habe die Verantwortung für dieses ganze Team und bla bla. Interessiert mich nicht. Das kommt hier weg. Ich wohne hier, da ist mein Fenster, da steht die Kamera, alles weg. Und ich hab weiter irgendwie versucht zu sagen, wir haben das schon so lange jetzt vorbereitet und so. Und dann habe ich gemerkt, der will nicht. Und dann dachte ich, jetzt muss ich weinen. Und dann kamen ein paar Tränen und dann kamen ein paar mehr. Und ich habe auf einmal so geschluchzt, weil ich war ja natürlich auch so unter Druck und dieser ganze Stress, der da auch vor sich ging, schon bevor dieser alte Mann kam. Ich habe echt nur noch so stand ich vor ihm. Und das war richtig krass, weil ich habe diesen Mann gebrochen. Also der hatte so Mitleid mit mir in diesem Moment. Mir lief die Rotze. Ich hatte kein Taschentuch. Ich sah aus wie elendig einfach und wusste, also war völlig aufgelöst und dachte, ja, jetzt, ich kann mich auch gar nicht mehr einkriegen. Ich glaube, ich habe noch nie so vor irgendjemandem geweint. Und der war so schockiert. Der wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Und dann kam er so ganz langsam mit seinem Arm so, oh nein, soll ich ein Taschentuch holen? Und ich war so, nee, und war auch weiter am Schluchzen. Und dann kam er mit seinem langen Arm näher an meine Schulter und tappst aber nur so ein bisschen drauf und meinte so, Entschuldigung, ich glaube, ich war zu hart. Er war selber dann auf einmal so richtig aufgelöst. Erst hat er mich fertig gemacht, dann war er fertig von meinem Zusammenbruch sozusagen. Und dann meinte er am Ende, dreht einfach weiter, okay? Okay, ich werde nichts mehr sagen. Awesome. Und das war's. Und ich bin raus
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Tschüss gesagt habe oder so. Ich bin raus, bin in die andere Richtung gegangen, nicht da, wo die Crew stand, sondern woanders, weil ich einfach dachte, ich kann da nicht so verrotzt und verheult hingehen und ich war auch immer noch am Schluchzen. Und war echt so, ich bin jetzt noch so ein bisschen aufgewühlt, wenn ich nur dran denke, weil es einfach echt krass war. Und dann weiß ich noch, dass der Kameramann hinterhergelaufen kam und meinte: „Vidore, was ist jetzt? Was ist jetzt? Dürfen wir drehen?“ Und ich dachte so: „Ja, fuck it, Mann, wir dürfen drehen. Dreh einfach weiter.“ Und bin dann in eine andere Richtung gelaufen und bin dann noch so 10 Minuten um den Block gegangen, um mich irgendwie abzureagieren. Und es war total krass, weil am nächsten Tag kam derselbe Mann und wir waren wieder vor seiner Haustür und haben gedreht. Und es war extrem lustig, weil er sah mich, kam wieder mit so Einkaufstüten, guckte zu mir und machte so eine ganz leichte Kopfbewegung und grinste dabei. Und ich dachte so: „Hätten wir das nicht auch gestern schon haben können, ohne meinen Zusammenbruch?“ Aber das war auch schon, also, das war für mich auch so eine Lehre, auch, ne, so sich doppelt zu versichern, wurden Aushänge Mhm. gemacht und so weiter. Aber es war krass, es war auch so ähnlich wie bei dir. Es war total das Relief. Es war so, der ganze Druck war danach weg. Und kennst du das, wenn du dann so denkst, fast so wie als hättest du in der Sonne gelegen und hättest jetzt so 'n Glow. Ich habe mich danach so richtig frisch gefühlt. Ich dachte so: „Wow, jetzt kann ich wieder zurück ans Set.“ Ja, also ich hatte das auch. Ich habe mich danach auch richtig stolz gefühlt, was ja so absurd ist, weil du gerade irgendwie 'n Zusammenbruch hattest. Aber weil ich das auch noch nie hatte, dachte ich so: „Ach so, das war jetzt gerade irgendwie ganz reinigend. Jetzt geht's weiter.“ Geil. Ja. Hast du noch weitere Anekdoten? Ja, mir ist, eben noch was eingefallen. Und zwar während der Filmhochschule kann man sich für einen Austausch, also bei uns in Ludwigsburg konnte man sich für einen Austausch an die UCLA Los Angeles bewerben, wo man einen Monat einen sogenannten Hollywood-Workshop macht. Und wenn man Glück hat, wird man genommen. Und ich hatte Glück. Und dann musste ich noch einen Kredit aufnehmen, weil die zwar die Unterkunft dann stellen für die 4 Wochen, aber nicht den Flug. Habe ich auch den Kredit bekommen und dann sind wir nach Los Angeles geflogen, ganz aufregend, mein erstes Mal in Amerika gewesen. Ich war auch die Einzige, glaube ich, von der Gruppe, wir waren 12, glaube ich, die nicht Auto fahren durfte da, weil ich glaube, wenn man irgendwie als Nicht-US-Amerikaner da hinkommt, muss man irgendwie, weiß ich nicht, 25 oder sowas sein, um Auto fahren zu dürfen, war ich nicht. Auf jeden Fall musste ich dann immer so in Los Angeles kannst du ja wirklich eigentlich dich fast nur fortbewegen mit Autos. Das ist aber nicht die Anekdote. Meine Anekdote ist, dass wir dann tatsächlich einen krassen Abend hatten, wo wir bei einem großen Hollywood-Regisseur nach Hause eingeladen waren. Und dann sind wir da angekommen in den Hollywood Hills an dieser Location, wo dieser krasse Regisseur lebt und man guckt dann da so auf Los Angeles und die Skyline und du hast hinter dir hast du das Hollywood-Schriftzeichen in den Hollywood Hills und denkst dir einfach nur, what the fuck? Es Wie hört ist sich an wie nach 'nem Film, ja. es ist wirklich es ist so, wie ist das denn passiert? Und dann waren alle so ein bisschen aufgeregt, auch mit diesem Regisseur dann ins Gespräch zu kommen. Und es gab dann tatsächlich auch Leute, die waren so vorbereitet, die hatten dann das ist damals 2011, die hatten dann so ihre Showreels auf so CDs, auf so gebrannten DVDs dabei und die dann so aus der Tasche geholt und dem dann so zugesteckt und hier ist mein Reel und ich so, krass, ach so, die sind voll vorbereitet. Und dann war das aber so ein bisschen absurd, weil dann hatte sich der Regisseur auch irgendwie so Leute eingeladen. Ich dachte auch schon so: „Ist irgendwie 'n komisches Haus, wo wir hier sind“, bis ich das ist ziemlich groß, aber es ist auch irgendwie so 'n bisschen ungemütlich, bis ich dann verstanden habe, das ist sein Poolhaus und wir sind gar nicht in seinem Haupthaus, das ist das da drüben. Und er hat auch erzählt, dass er eigentlich dieses Anwesen nie verlässt, weil er hat hier alles, was er braucht und er hat eh keinen Bock, immer in die Stadt da reinzufahren. Na ja, auf jeden Fall hat er eben so 'n bisschen dann am Anfang für die Gruppe erzählt und dann fing's dann eben an, dass dann seine Gäste kamen, die dann da in den Pool gesprungen sind und dann tatsächlich auch einige von uns dann da in den Pool gesprungen sind, einige eben krass vorbereitet waren und ich mir auch nur so dachte: „Okay, wahrscheinlich kriegst du so 'ne Chance nie wieder. Vielleicht solltest du jetzt auch mal mit ihm sprechen.“ Und dann stand er gerade so in diesem Poolhaus an so 'nem riesigen Weinregal und hatte sich mit irgendwem unterhalten und dann hatte ich mich so dazugestellt. Dann ist die andere Person irgendwann weggegangen
Und dann habe ich so angefangen, hallo, ich bin die Steffi. Ja, cute. Wie gesagt, ich war noch sehr jung, war die jüngste von uns und wirklich sehr naiv, überhaupt nicht vorbereitet und habe dann so ein bisschen angefangen, ich schreibe Drehbücher über das und über das. Und er sah mich dann an und meinte nur so, trinkst du rot oder weiß? Dann habe ich gesagt, weiß. Und dann hat er mir einen Weißwein eingeschenkt und ist weggegangen. Oh, Steffi. Also, sorry, aber Bitte. durftest du zu der Zeit überhaupt schon Wein trinken? Come on. Obwohl in Amerika, ja, nein, ich war auf Legal Drinking Age. Aber ja, das ist meine Anekdote mit meiner Hollywood-Erfahrung. Das tut mir ein bisschen weh, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mir auch sehr weh getan. Also für euch beide. Hat er sich danach betrunken? Wahrscheinlich. Hat auf jeden Fall nicht mehr mit mir geredet und ich aber auch nicht mit ihm. Nein, aber es ist auch so ganz sweet, wenn du denkst, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, mit so einem Hollywood-Regisseur zu sprechen. Geil. Mhm. Und dann anfängst zu reden und er dann einfach gelangweilt ist und geht. Einfach nur so, was willst du von mir? Du kleines Mädchen. Das ist so krass, ne? Weil ich hätte total das Bedürfnis gehabt, mich um dieses kleine Mädchen zu kümmern und zu sagen, oh, wie toll, mach weiter so. Und der will sich einfach besaufen. Und der wollte einfach nur mit seinen Gästen am Pool abhängen und dachte so, lass mich in Ruhe. Ja. Was auch fair enough ist. Ich schicke ihm jetzt ein Insta-Foto und sage, look at me now. Ja, da wird er sich, glaube ich, auch denken, okay, rot oder weiß. Ja, das war meine Hollywood-Erfahrung. Ich hatte aber auch eine tolle Erfahrung noch während dieses Workshops. Da waren wir dann zu einem Tag in den HBO-Studios eingeladen und durften dann, wie gesagt, es war 2011 und es gab in Deutschland noch keine Streamer oder irgendwas, aber wir wussten halt alle, was HBO ist und dass die Mega-Serien machen und für mich so mega Highlight. Und dann durften wir da wirklich bei einer Autorin, die, glaube ich, bei Lost mitgeschrieben hat und so und auch ich glaube bei Game of Thrones, nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir dann bei ihr in diesem Raum, wo sie immer die Serien geplottet haben, im Writers Room. Also es ist in Deutschland irgendwie noch gar nicht, was die Leute noch gar nicht wussten, was ein Writers Room war. Und dann waren wir in diesem Writers Room und dann hat sie so eine Session mit uns gemacht, so für eine Stunde hat sie gesagt, wir plotten jetzt eine Fake-Folge und sagen, das und das ist in der letzten Folge passiert von dieser Serie, an der sie gerade schrieb. Und jetzt plotten wir innerhalb einer Stunde eine Folge. Und wir waren so, in einer Stunde bist du bescheuert. Und dann hat sie aber, dann haben wir wirklich innerhalb von einer Stunde eine Folge geplottet gehabt, halt zu 12 in diesem Raum mit ihrer Anleitung. Es war großartig. Da habe ich alles über Writers Rooms quasi in dieser Stunde gelernt, was ich weiß. Und das war so mein Highlight. Das andere war so mein Downlight. Aber das andere hat es dann wieder richtig krass rausgerissen, finde ich. Absolut, ja. Da durftest du dann auch das machen, was du eigentlich pitchen wolltest. Das war großartig. Hast du auch so eine Geschichte, die so ein bisschen wehtut vielleicht? Die so ein bisschen wehtut. Du hast dich nie blamiert. Doch. Ich müsste jetzt, also so, nee, also ich glaube, mir sind schon Sachen oft unangenehm, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Alter sowas getraut hätte. Also so wie du da rüber zu gehen und in dem Alter habe ich zum Beispiel noch so, keine Ahnung, Poetry-Filme gemacht und so weiter. Und wenn ich da die Moodbilder skizziert habe und da Storyboards und so weiter gezeichnet, da gab es tatsächlich eine peinliche Situation, die ich aber gar nicht auf mich zurückführe, sondern eher auf die Dozierenden, weil ich war schon immer sehr engagiert und hatte auch richtig Bock, Sachen zu lernen und so, aber es gab eben nicht die richtigen Mittel und da gab es eben immer so Abschlussprojekte, die wir machen durften und ich hatte ein Storyboard gezeichnet und dann saß ich da vor meinen Dozierenden und habe denen davon erzählt und so soll das aussehen und hier ist das Storyboard, also das war so ein erste Skizzierung, so richtig läppsch einfach. Nur ich konnte wahrscheinlich was drauf erkennen. Und dann weiß ich noch, wie die zu mir meinten, zeig das aber nicht den Designern, sonst lachen die. Und ich war so, what? Also aus heutiger Sicht hätte ich dann gesagt, ja, okay, dann
dann würde ich mitlachen und ich stehe jetzt auf, aber danke für das Feedback. Aber damals war mir das so peinlich. Mhm. Aber das geht so. Ich würde eigentlich gerne mal was anderes erzählen. Etwas, was so damit zu tun hat, als Frau Gehalt zu verhandeln. Ich habe nämlich einmal mein Gehalt vor einem Produzenten verhandelt und das ging irgendwie über mehrere Tage. Es war auch verbunden mit einem Probearbeiten und eben so ein bisschen checken, viben wir miteinander, passt das, kann ich mir das vorstellen, können die sich das vorstellen? Und dann gab es eben diese Verhandlungsphase, die über ein paar Tage ging und ich wollte mehr Geld und er wollte mir noch weniger geben. Es war wirklich krass, weil es ging mit jedem Tag hatte ich das Gefühl, es ging runter und es hatte nichts mit meiner Qualifikation zu tun, weil ich war teilweise schon fast überqualifiziert dafür. Und dann ging es mit jedem Tag runter und bei mir ging es mit jedem Tag höher. Also es war wirklich so ein richtiges Machtspiel, das hast du auch gemerkt. Und dann sitzen wir da an einem Tag und ich glaube, das war der letzte Verhandlungstag, weil das Probearbeiten auch irgendwann zu Ende ging. Und dann sagte er so, ja, dann, aber auch so in so einem Ton, weißt du, wenn jemand dann versucht, so ganz cool zu tun, damit du dich halt so, du kannst weiter aufgeregt sein. Für mich ist das hier gar nicht so groß, das Ding. Sag mal, was willst du haben? Also warum auch? Und dann sage ich halt so meinen Preis und dann lacht er so abfällig und sagt so, was? So viel? Wofür brauchst du denn so viel Geld? Hast du Kinder oder was? Ha, Und das war einfach, ich war da sprachlos. Wahnsinn. Ich war richtig, richtig sprachlos. Und dann kamen dann so Line wie, zu meiner Zeit, als ich in deinem Alter war, da habe ich mit irgendwie 200, 300 D-Mark gelebt und im Monat und blablabla. Und du sitzt da einfach und bist fassungslos, Mhm. dass jemand fragt, ob du zu viel Geld willst, weil du Kinder hast. Sonst ist das nicht berechtigt. Unfassbar. Machtstrukturen. Unfassbar. Steffi ist gerade richtig echauffiert Ja, darüber. Wahnsinn. Ich habe den Job dann auch nicht angenommen. Das ist gut. Ja. Hast du auch so ähnliche Anekdötchen Ah, mit Verhandlungen oder Besprechungen? Ich glaube mit Verhandlungen nicht, aber ich habe noch eine schöne Anekdote. Und zwar bin ich ja angetreten oder habe ich diesen Beruf überhaupt erwählt, weil ich in meiner Kindheit und Jugend mich sehr in Filme und Serien geflüchtet habe. Das hatte ich in unserer Einstiegsfolge ja so ein bisschen erzählt, wo es bei mir mit dem Schreiben herkommt, dass ich in meiner Kernfamilie durch die Sprachbarriere so ein bisschen ausgeschlossen war und in meinem Dorf sowieso, weil wir die einzigen Asiatinnen und POC-Menschen dort waren und auch an meiner Schule. Und genau deswegen habe ich mich sehr viel in Film und Serien geflüchtet, weil ich da so eine andere Zugehörigkeit gefühlt habe. Da hatte ich so das Gefühl, hier dürfen zum Beispiel auch AußenseiterInnen Heldinnen sein. Und da gibt es auch andere Lebensrealitäten als dieses schwäbische Dorf oder das in Anführungszeichen Elite-Gymnasium, auf das ich dann gegangen bin. Und für mich war das so ein Tor wirklich in eine andere Welt im positivsten Sinne, was mir wirklich einfach ein ganz anderes Leben gezeigt hat, wo ich wusste, da fühle ich mich sehr viel näher dem als das, was mir hier so gezeigt wird. Also für mich war das wirklich teilweise lebensrettend, glaube ich, dass es Filme und Serien gab, die mich abgeholt haben. Und ich dachte mir immer, wenn ich ein Drehbuch schreibe und daraus ein Film entsteht, der das auch mit nur einer Person auf der Welt machen kann, dass es sie irgendwie ihr das Gefühl gibt, du bist okay, so wie du bist. Oder ich fühle genau das Gleiche in dem Moment wie du jetzt gerade. Dann habe ich das schon gewonnen. Und in diesem ganzen Hassel von, man geht auf die Filmhochschule und man kommt dann raus in die echte Welt und man beißt sich dann so durch und man hat so viele Rückschläge und das Drehbuch wird abgelehnt, man kriegt keine Förderung und so weiter. Man vergisst dann irgendwann zwischendurch auch, warum man das eigentlich alles so macht. Und dann hatte ich einen ganz tollen Moment, als es meinen ersten Kinofilm dann gab, wo eine Frau in der Hauptrolle, ganz toll gespielt von Marlene Lose, die so ein bisschen finde ich, eine andere Frauenfigur mal ist, weil sie, finde ich, am Anfang so ein bisschen depressiv ist aus Gründen und aus dieser Depression im Laufe dieses Films rausfindet, einfach weil sie sich lernt zu öffnen.
und überhaupt nicht autobiografisch. Und dann hatte mir der Regisseur, glaube ich, irgendwann eine Nachricht weitergeleitet, die ihm eine Frau geschrieben hatte, die den Film in Spanien, glaube ich, auf dem Festival gesehen hatte. Und wirklich eine ganz lange Nachricht, wo sie irgendwie schreibt, wie sehr sie dieser Film in einer Situation in ihrem Leben gepackt hat, wo sie gezweifelt hat und wodurch sie wieder Hoffnung geschöpft hat. Und das ist so, das Ja, ist wirklich, Gänsehaut. wirklich, also das war so ein krasser Moment. Bin ich jetzt gerade auch Ja. einmal wieder so berührt, weil ja, dann fällt einem wieder ein, dafür mache ich das, weil ich Menschen berühren will, weil ich etwas teilen möchte mit jemand anderem. Und wenn ich das schaffe, dann weißt du irgendwie Förderung, Preise, whatever. Aber du hast einer Person in diesem Moment eine Hoffnung geschenkt mit dem, was du gemacht hast, mit deinem Herzblut und Schweiß und so. Und dann lohnt sich's dann wieder. Und sowas ist mir dann tatsächlich in dem Laufe der Jahre immer mal wieder passiert, dass ich teilweise Sprachnachrichten von Leuten bekommen hatte, die ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte, die irgendwas von mir gesehen hatten und mir gesagt haben, wie sehr sie das gerade abgeholt hat und wie sehr sie das gefühlt haben. Und wenn man nur so eine Nachricht ab und an bekommt, dann ist man so wieder motiviert für die nächsten Jahre. Deswegen, das ist richtig toll. Also schreibt diese Nachrichten, wenn euch was berührt oder gefällt, weil für die MacherInnen sowas wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ja, das ist so schön. Hier ist zu viel Technik um uns, aber ich schicke dir eine Umarmung darüber. Hast du auch so eine schöne Anekdote, die dir jetzt gerade so in den Kopf kommt? Ja, ich habe tatsächlich eine sehr schöne Anekdote vom letzten Dreh. Da haben wir Turtle und Albion gedreht mit 2 Kids, der eine 6 und der andere 12. Das ist natürlich so es war für mich auch noch mal 'ne ganz neue Erfahrung zu sehen, wie arbeitest du mit einem Sechsjährigen, der noch nicht so viel Wissen mitbringt. Das heißt, die Kommunikation muss dementsprechend so sein, dass er dich versteht und dass er das Wesentliche aus der Szene versteht. Da ging es gar nicht mehr ums Filmische oder so. Und wir haben ganz viel gespielt natürlich und der Oberbeleuchter, Michael Diekmann, der wirklich großartig ist, hat ganz tolle Spiele mit denen gespielt und hat denen gesagt: „Guck mal, klatsch mal in die Hände, dann geht das Licht an und aus.“ Und das haben wir dann irgendwie so den ganzen Tag über gemacht. Und der hat immer gesagt: „Mama, guck mal, guck mal, was ich kann.“ Und es war alles immer so sweet. Und wir waren aber, ne, zwischen diesem mit den Kids am Set sein und keinen Stress verbreiten, aber halt unter enormem Druck stehen, weil wir einfach 'ne medienpädagogische Fachkraft hatten, die gesagt hat die hat auf die Uhr geguckt und hat gesagt: „Also, 15:45 müssen wir am Auto stehen. Und da geht nichts mehr. Und davor müssen die sich noch umziehen und in die Maske und ne, also, da müssen die wirklich 15:45 müssen wir am Auto stehen.“ Und unter diesem Zeitdruck haben wir gearbeitet und es ist uns wirklich also, mit 'nem total großartigen Team und auch mit dem Kameramann Montel Taraschewski, der ganz viel möglich gemacht hat, uns gelungen, so 'ne tolle Stimmung am Set zu bewahren, dass die Kids das nicht zu spüren bekommen. Und trotzdem war es so, dass wir hatten 'ne relativ anstrengende Badezimmerszene, die wir vorher natürlich ganz groß aufgelöst haben und dann am Set doch zu merken, wir glauben, das geht nicht, weil du musst 'ner sechsjährigen Person erklären: „Guck dann und dann dahin und dann machst du das und das, weil das brauchen wir für den VFX-Shot.“ Erklär das mal. So. Und dann musst du sagen: „Ja, okay, guck nur auf diesen Punkt.“ Und dann guckt der nur ganz steif nur auf diesen Punkt und dann wackelt irgendwo was und dann guckt er wieder weg. Und dann guckt er in die Kamera oder so. Also, es war immer irgendwie was. Und, das war wirklich der stressigste Tag mit Wasser, Badezimmer, alles nass und, 2 Badehosen nur da und so. Also, alles wirklich krass. Letzter Take, medienpädagogische Fachkraft, wirklich klopfte so auf die Uhr und war so: „So, gleiche Sense. Also, dann Sachen packen und sofort gehen.“ Ich so: „Okay, letzter Take, Konzentration. Wir machen das jetzt.“ Und der Sechsjährige war im Wasser, der Zwölfjährige stand daneben. Die Spielmutter nimmt den Sechsjährigen aus der Badewanne und wir hatten dem ja vorher die ganze Technik gezeigt. Der wusste also, dass ich auf einem Bildschirm gucke und das Bild sehe, was die Kamera aufnimmt. Der wusste das schon. Die Mutter nimmt ihn hoch, will mit ihm aus dem Raum rausgehen. Ich so: „Oh geil, sieht alles super bis dahin aus.“ Ilkay guckt in die Kamera
und winkt. Und dann kommt der zu mir und sagt, Fitti, weil der hat mich immer Fitti genannt. Fitti, hast du gesehen, ich habe dir gewunken. Letzter Take, der wirklich bis fast zum Schluss perfekt saß. Und ich konnte nicht mal böse sein. Es war so sweet und ich war so berührt davon, dass er mir eine Botschaft schicken wollte, so unbedingt und unbedingt winken wollte und Hi sagen. Es war einfach. Sehr, Und wie sehr er dann sweet. kam und meinte, Fitti, hast du gesehen? Ich habe dir gewunken. Ich so, ja, ich habe Ja, das das gesehen. habe ich gesehen. Das war richtig, richtig sweet. Das Und war habt richtig ihr toll. das dann aber nochmal bekommen, was du wolltest? Nein. Okay, das war's dann. Nein, also wir hatten dann jetzt, ne, wir sitzen schon im Schnitt und wir haben dann gemerkt, es waren auch schon andere Takes okay dafür. Du willst dann ja immer noch bis zum Schluss alles ausreißen und vielleicht nochmal einen perfekteren Take machen. Aber der war schon perfekt fürs Herz, würde ich sagen. Das war echt sehr süß. Sehr, sehr süß. Der muss in die Outtakes kommen. Auf jeden Fall. Cool. Es war richtig schön, mal so Anekdötchen mit dir auszutauschen. Ich könnte noch tatsächlich sehr viel länger Anekdötchen austauschen mit dir, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Ja, lass uns die für eine nächste Folge aufsparen. Unbedingt. Falls ihr auch schöne Anekdötchen von euren Dreharbeiten oder auch von euren Writers Rooms habt, auch von euren Studienzeiten natürlich, schreibt die doch gerne in unsere Kommentare. Unser Instagram-Channel heißt writerstatement_podcast oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an post@writerstatement.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Steffi. Danke, Fitore. Seid lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.